Die Stadt Osch liegt nahe der Grenze zu Usbekistan am östlichen Ende des Ferganatals. Mit mehr als 350.000 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt Kirgisistans. Dominiert wird die Stadt von dem Felsmassiv Sulaiman-Tog, einst Wegweiser für die Reisenden, die aus allen Richtungen entlang der Seidenstraßen in das 3000 Jahre alte Handelszentrum kamen. Der Berg hat vielfältige kultische Bedeutung, denn unter anderem soll von hier aus Babur, Gründer des Mogulreichs, nach Indien aufgebrochen sein. An den Abhängern rundum befindet sich ein über mehrere Jahrtausende gewachsenes System von Kultstätten, weshalb der Berg von der UNESCO mit Weltkulturerbestatus bedacht wurde. Für muslimische Pilger aus ganz Mittelasien gilt der Berg als heilig, denn Salomo, im Koran ein Prophet, soll am Fuß des Berges begraben worden sein. Kleine Moschee, und hierher kommen die Pilger, Einwohner Kirgisistan. Eine kleine Moschee wird entsprechend verehrt. Außerdem werden dem Fels heilende Eigenschaften nachgesagt, wenn man die Arme in bestimmte Spalten steckt. Wenn die wehtun, dann steckt Das ist der Halsstein. nie weg. Gegen Unfruchtbarkeit hilft angeblich mehrfaches Rutschen über eine polierte Rinne, eigentlich aber wohl eher bei Frauen. Dann landest du aber ganz schön. Inmitten der Felswand hat man ein sehenswertes zweistöckiges Höhlenmuseum errichtet, welches die kultische Bedeutung des Ortes nochmals beleuchtet. Von einer Aussichtsterrasse genießt man einen herrlichen Blick auf die Stadt Osch. Danach geht es weiter zum großen Basar im Stadtzentrum, wo ein unübersehbares Warenangebot nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Auch das traditionelle Handwerk spielt hier eine große Rolle. Leider ist es nun allmählich so weit, dass wir uns von dem faszinierenden Land Kirgisistan verabschieden müssen. Noch sind einige Kilometer zurückzulegen, bevor wir den Grenzübergang zu Usbekistan erreichen, wobei uns Europäern etwas Orientierung in diesem komplizierten Ländergeflecht sicherlich recht gut tut. Die Grenze ist nun zu Fuß zu überqueren, und danach geht es mit neuem Fahrzeug und Personal in westlicher Richtung weiter zu unserem Hotel in der Stadt Fergana. Ein neuer Fahrer, ein neuer Führer, aber gleichbleibende Freundlichkeit. Die Fahrt durch das grüne, von Landwirtschaft geprägte Ferganatal verläuft flott und reibungslos, und bald haben wir die zentrale Stadt Fergana mit unserer eleganten Unterkunft erreicht. Hier erwarten uns noch einige Stunden überaus angenehmer Entspannung. Eine ganz und gar nicht kontaktscheue Kinderschar lässt uns sogleich von ihren diversen Leckereien probieren. Für das wie immer appetitlich zubereitete Abendessen verbleibt aber immer noch etwas Stauraum. Erst am nächsten Tag ist wieder Sightseeing angesagt, wozu zunächst Einblicke in die traditionelle Handwerkskunst wie die Seidenverarbeitung gehören. Ebenso in diese Kategorie einzuordnen ist natürlich die Produktion wertvoller Keramik. Nach kurzer Fahrt erreichen wir die attraktiv markierte Stadtgrenze von Fergana
und nähern uns mit dem Nachbarort Margilan dem Zentrum der usbekischen Seidenindustrie. Usbekistans größte traditionelle Seidenfabrik Yodgorlik präsentiert sich schon von außen wie ein orientalisches Märchen. Über 2000 Arbeiter produzieren hier jährlich 250.000 Quadratmeter hochwertiger Seide. Aus der Larve des Seidenspinners entstehen die Kokons der Seidenraupe, die einzige in der Natur vorkommende textile Endlosfaser. Um 250 Gramm Seidenfaden zu erhalten, werden ca. 3000 Kokons benötigt. Nach und nach werden wir durch alle Stufen des Produktionsprozesses geleitet. Seife gewaschen. Unsere Tour durch das Fergana-Tal setzt sich nun fort in Richtung der Stadt Rishtan, wo ca. 1000 Töpfer 90% der in Usbekistan angebotenen Keramik herstellen. Seit mindestens 800 Jahren werden hier nur lokal vorhandene Rohmaterialien wie roter oder weißer Ton verarbeitet. Also ohne chemische Dünger. Ein Charakteristikum der Rishtaner Keramik sind in blauer und türkiser Farbe aufgemalte Ornamente und Muster. Die schützende, überwiegend aus Quarzmehl bestehende Glasurschicht erhält erst nach dem Brennvorgang ihre leuchtende Transparenz. Unser nächstes Ziel ist nun die Stadt Kokand, welche früher eine Schlüsselposition an der Seidenstraße innehatte. Hier besuchen wir zunächst einen der letzten islamischen Großbauten in Usbekistan, den Palast des Khudayar Khan aus dem 19. Jahrhundert. Die etwa 70 Meter lange Hauptfassade ist mit unterschiedlichen Ornamenten in leuchtend bunten Farben dekoriert. Nach dem Durchschreiten des Haupttors gelangt man in einen der von schlanken Holzsäulen gesäumten Innenhöfe. Auch ein Teil der aufwendig dekorierten Innenräume kann besichtigt werden. Besonders beachtenswert ist hier die filigrane und gleichzeitig prunkvolle Gestaltung der Holzdecken. Unweit von hier befindet sich der Eingang zum Mausoleum der in Kokand ansässigen Herrscher und deren Familien. Von dem auf ca. 500 Metern Meereshöhe gelegenen Fergana-Tal geht es nun letztmals über eine Passhöhe durch die Berge, von wo aus wir nach längerer Talfahrt mit Taschkent die Hauptstadt Usbekistans erreichen. Von der Passhöhe aus bietet sich eine schöne Vorschau auf den durchweg attraktiven weiteren Verlauf der Straße in Richtung Westen.
Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir schließlich unseren Zielort Taschkent. Für die Besichtigung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt steht uns nun ein kompletter Tag zur Verfügung. Ein erster Zwischenstopp gilt dem in repräsentativem Baustil errichteten Parlamentsgebäude. Wenig später erreichen wir eine ganz besondere Gedenkstätte, die an ein verheerendes Erdbeben vom 26. April 1966 um 5:23 Uhr morgens erinnert. Der symbolisch gespaltene Gedenkstein enthält die genauen Datums- und Zeitangaben. Die Skulptur im Zentrum versinnbildlicht Verzweiflung und Heimatlosigkeit der Bevölkerung in der komplett zerstörten Stadt. Der Wiederaufbau von Taschkent dauerte bis 1970, woran die umlaufenden Reliefs eindrucksvoll erinnern. Weiter geht unsere Fahrt durch die vielen Grüngürtel der Stadt und bald haben wir den aus mehreren prächtigen Gebäuden bestehenden Hasrati-Imam-Komplex erreicht. Zunächst besichtigen wir die eindrucksvolle Moschee. Ein weiterer markanter Teil des Gebäudeensembles ist die Barak Khan Medrese. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und fungierte einst als Zentrum islamischer Bildung. Die Innenräume sind inzwischen weitgehend funktionslos, ganz im Gegensatz zum hochverehrten Mausoleum von Abu Bakr, eines bedeutenden Koranwissenschaftlers und Schriftstellers des 10. Jahrhunderts. Ebenso bedeutend ist die Mui Mubarak Medrese, Aufbewahrungsort wertvoller Koranhandschriften aus dem 7. Jahrhundert. Nächste Station unserer Stadtbesichtigung ist die architektonisch bemerkenswerte Markthalle, wo man die diversen Waren außerordentlich liebevoll präsentiert. Fasziniert sehen wir den Bäckern bei der Herstellung des leckeren usbekischen Brotes über die Schulter. Nach kurzer Fahrt erreichen wir einen der vielen weitläufigen Parks von Taschkent. Als Besonderheit befindet sich hier ein Säulengang mit in Nischen eingelassenen Schriftplatten, die sämtliche Opfer des Zweiten Weltkriegs namentlich erfassen. Die Skulptur einer trauernden Mutter versinnbildlicht auf ergreifende Weise das damals geschehene Leid. Die neuere Geschichte seit 1991 repräsentiert hingegen der nahegelegene Unabhängigkeitsplatz. Die Störche symbolisieren Frieden und Gelassenheit. Durch eine Kiefernallee blickt man auf das Unabhängigkeitsdenkmal, ein Globus mit den Umrissen Usbekistans und eine nunmehr glückliche Mutter mit einem die Zukunft repräsentierenden Kind auf dem Arm. Der Platz des Amir Temur
ehrt einen der bedeutendsten Herrscher Zentralasiens im 14. Jahrhundert. In der sogenannten Allee der Schriftsteller würdigt man das Vermächtnis von 25 bemerkenswerten Dichtern mit überlebensgroßen Statuen und einem kleinen Museum. Ein Spaziergang durch den Park in der Abendsonne beendet einen erlebnisreichen Tag in der Hauptstadt Usbekistans.